Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Der glorreiche Tag ist endlich gekommen. Das Low-Level-Projekt hier geht in die nächste Phase. Wir erreichen endlich Level 60. Oh, ich habe mein Lied ja nicht der Folgen gemacht. Hoppla. Ja, wir haben jetzt noch die letzten Prozente. Im letzten Stream habe ich es nicht ganz geschafft. War auch gar nicht unbedingt das Ziel, aber habe mal wieder ein Ampli reingeknallt, weil ich ein bisschen früher fertig war mit meinen sonstigen täglichen Farm-Aktivitäten und so weiter. Und habe nicht so viele Amplis bisher sammeln können. Der Char ist ja zwar lange schon erstellt worden, aber nie benutzt worden. Wobei ich hier, glaube ich, noch bei gesamte Verbindungen, hier müsste noch ein bisschen Zeug drin sein, aber das wollte ich mir erst abholen, wenn ich wieder Envy-Bags habe, damit ich das auch verstauen kann im Inventar. Auf jeden Fall, ja, gibt es kein großartiges Update. Ich glaube, das Crit-Rate-Pad ist neu für Videos. Im Stream habe ich schon oft benutzt gehabt. Es ist kein gutes Crit-Rate-Pad, ist eins von meinen Reroll-Pads. Ist mir eigentlich vollkommen egal. Das macht am Anfang nicht ganz so großen Unterschied. Ich habe kein Crit-Damage. Habe jetzt einfach was genommen, was ich hatte. Ich hatte jetzt keinen Bock, Geld auszugeben für den Char. Auch wenn es nur mittlerweile 70 Mio kostet. Aber ja, so kann ich wenigstens, keine Ahnung, meine Sachen verwerten, die ich sowieso noch rumliegen habe. Und ja, jetzt müsste ich quasi noch Level 60 machen. Und dann können wir zeitgleich den Job-Change machen. Der Vorteil diesmal wird sein, dass es halt zeitgleich auf jeden Fall passiert. Also wenn es jetzt ein klassisches Duo wäre, selbst mit Party auf Schaden und immer healen, ist es ja so, dass die nie wirklich exakt die gleiche XP haben, außer man ist sehr, sehr genau. Aber selbst dann ist es so, dass der Erste ist, der doch ein kleines bisschen weniger XP bekommt. Ja, also hier hat man jetzt wirklich den Vorteil, dass die beide gleichzeitig Level 60 werden. Dadurch kann man es wirklich in einem Aufwasch erledigen. Und ja, dann als Blade geht es dann weiter und halt mit, habe ich glaube ich auch schon gesagt, ne, GX und Drehrastort habe ich jetzt hier am Start, so die klassische Oldschool-Kombo. Ich weiß nicht, warum ich so gegen Teitra Axis bin, weil in Flive Universe ergibt das eigentlich keinen Sinn mehr. In Flive PC war es ja tatsächlich so, Drehrastort hat Treffsicherheit und Attack Speed gegeben und Teitra X hat Treffsicherheit und Death gegeben. Und da hat man halt immer die Attack Speed eigentlich bevorzugt, weil klassisches Low-Level-Problem ist ja, man hat nicht 100% Attack Speed, man braucht diese 5% extra Attack Speed. Flive PC ganz früher war die Meta eigentlich sogar 2 Drehrastorts zu nehmen, weil du wirklich den Attack Speed gebraucht hast, selbst mit Restcon-Set. Aber gut, ist egal, macht keinen Unterschied. Die Main-Waffe ist die GX, das heißt die ATK-Werte der Zweitwaffe oder ob das jetzt ein Axe oder ein Sword ist, eine Second-Hand, macht kaum bis keinen Unterschied. Und außerdem habe ich keinen GT. Ich glaube, ich habe zwar trotzdem 100% Attack Speed, oder? Ja, gut. Ich habe trotzdem 100% Attack Speed wahrscheinlich, aber egal. Ja, dadurch, dass ich ja die besseren Buffs habe, die High-Level-Buffs, ist das natürlich trotzdem kein Problem. Aber wenn ich die High-Level-Buffs nicht hätte, wäre es tatsächlich ein Problem. Und genau, ja, wie gesagt, dann jetzt noch 60 erreichen und dann Road to 75 mit dem Blade weiter, 1v1. Und dann ab 75 wäre es mit dem Knight. Aber wir wissen alle, jetzt kommt der FEC. Das heißt, dieses Projekt wird dann erstmal wieder auf Eis gelegt und wahrscheinlich erst im Herbst wieder belebt. So leid mir das auch tut, weil es hat eigentlich schon Spaß gemacht, mal so ein ganz kleines Nebenprojekt zu haben, wo ich wirklich nur so alle 2 Tage ein bisschen was mache. Ab und zu ein Update hier, einmal die Woche oder einmal alle 2 Wochen ein kleines Update in Videoform mache. Fand ich mal wieder ganz erfrischend. Hat mal wieder so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Ja, aber wir wussten alle, oder ich wusste, ich habe es ja auch die ganze Zeit gesagt, jetzt wenn FEC kommt, da wird hier nicht mehr viel passieren. Es war klar, war abzusehen, dass der FEC 3 Wochen früher startet. Nicht unbedingt, aber ist halt so. Und ja, ich weiß auch gar nicht, das Video könnte sogar sein, dass es erst nach dem FEC kommt, weil es halt vor dem FEC natürlich noch einige andere Videos kommen sollten. Viele Leute wollen auch Videos. Bin bisher wirklich leider nicht so viel dazu gekommen, viel großartige FEC-Vorbereitung zu machen. Aber auch die ganze Zeit gesagt, die Videos vom letzten Jahr, da stehe ich dazu, die sollten immer noch aktuell sein. Es hat sich eigentlich kaum bis wenig geändert und ein paar andere Punkte. Ich meine, es wird eher schon alles hochgeladen sein, wenn ihr dieses Video seht. Ja, aber nur um mich zu erklären, warum das jetzt noch ein bisschen gedauert hat, war einfach, weil es halt so überraschend kam. Ich habe halt mit Mitte Mai gerechnet und war jetzt halt entsprechend nicht wirklich vorbereitet. Das heißt, ich musste auch ein bisschen umplanen. Auch was, ich meine, ich betreibe, falls ihr es nicht wisst, 3 YouTube-Kanäle mittlerweile und die täglichen Streams auf Twitch. Das kostet schon auch viel Zeit und vor allem mein Zweitkanal, mein Genshin Impact Kanal, mittlerweile auch bei 3600 Abonnenten. Ich meine, da muss auch was passieren. Ich meine, da kann ich auch nicht einfach einen Monat lang verschwinden oder so und keine Videos hochladen. Also ich meine, könnte ich schon machen, ist ja ein Hobby, aber will ich nicht. Ist ja auch bescheuert. Und das heißt, auch da muss ich vorproduzieren und so. Also es ist
gar nicht mal so wenig Arbeit, wenn plötzlich etwas, womit du erst einen Monat später gerechnet hast, oder 3 Wochen, plötzlich früher kommt. Also ich bin zum Glück nicht ganz blank gewesen. Ich habe schon irgendwie mit dem Schlimmsten so ein bisschen im Hinterkopf gerechnet. Ich hatte schon ein bisschen was am Start. Aber es wären jetzt für mich trotzdem nochmal stressige 1,5 Wochen bis zum FEC-Start und hoffe mal, dass alles hinhaut. Und ja, wie gesagt, so ist es halt. Ja, das heißt, ich wollte so schnell die 99, 100% voll. Es dauert leider tatsächlich ein bisschen, ne? Party auf Level, kurz vor Level 60, die XPs sacken hardcore, kein XP-Event, keine Amplis, kein gar nichts, nur ein bisschen Cheer-XP-Bonus. Ist so, nach Level 60 soll es dann wieder ein bisschen besser sein, vor allem weil die Killtime tatsächlich auch deutlich besser sein sollte mit GX und Dredrasort. Denke ich mal schon, dass die Killtime oder Damage nochmal gut steigen sollten. Und dann, ja, sehen wir uns dann pünktlich zur Job-Change in ein paar Minütchen wieder. So, Level 60 ist in der House. Hat ja auch nicht so lange gedauert. Naja, gut, actually eigentlich schon, dafür, dass es nur so ein paar Prozente waren. Ja, jetzt haben wir natürlich die Double Quest am Start. Ich zeige euch jetzt eigentlich immer nur die Blade POV, weil es ja eigentlich immer das gleiche ist. Zuerst müssen wir 20 Driller besiegen. In weiser Voraussicht habe ich natürlich eine Return Town Scroll benutzt. Das heißt, wir kommen direkt wieder an unseren Startpunkt zurück. Und ja gut, hinfliegen werde ich jetzt aber trotzdem noch, von dem her. So, ein bisschen umständlich ist, dass ich natürlich nur ein Merc-Equipment habe. Das heißt, ich habe entweder die Wahl, ich tausche es rüber. Oder ich mache so eine kleine Tank-Action. Das heißt, der eine mit dem Equipment tankt an. Und der andere finisht ein bisschen, was er gestartet hat. Weil mit den High-Level-Buffs soll es schon passen. Da kann der ruhig auch mal ein paar Hits tanken. Oh, das war eine Sekunde zu früh angegriffen. Ja. Aber ich meine, kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Einfach 40 Driller töten. Mit hier ein paar kurzen Verzögerungen. Alles in allem kein Stress. Das ist halt so ein Ding. Das sind halt immer so auch die Aspekte, wo man wirklich sagen kann, Flyff ist einfach kein echtes, ich weiß nicht, Multiplayer-Game. Ich meine, klar, gut, Job Change ist jetzt etwas, oder so Klassenquests, das ist etwas, was man in vielen Spielen nicht unbedingt zusammen machen kann. Aber das hier steht ja repräsentativ eigentlich für viele Sachen im Spiel, wo man sagen kann, naja, das ist etwas, das macht man eigentlich eher alleine. In dem Fall, weil man es tatsächlich muss, in vielen Fällen, weil man es will, aber fängt halt schon früh an. Also ich meine, ist ja auch wie immer das klassische, naja, nur weil viele Spieler es machen, heißt ja nicht, dass Flyff es auch machen muss. Also theoretisch, nur weil andere Spieler sagen, sie machen das nicht, dass man bei Jobquests zusammen machen kann, könnte man ja hier eine Ausnahme machen. Wenn man so schon nicht das Zusammenspielen der Spieler, sag ich mal, zu einem hohen Grad fördert. Oder nicht zu einem sehr hohen Grad. Aber egal. Wäre halt etwas, was sich viele Leute schon lange wünschen, dass man die Job Change zusammen machen kann. Und ich meine, sie ist wirklich eintönig. Alle müssen im Endeffekt das Gleiche machen. Es ist nicht sehr spannend, nicht sehr abwechslungsreich, auch nicht sehr schwierig. Es ist wirklich größtenteils nervig. Aber egal. Jetzt müssen wir es eh gleich haben. Ich muss mal kurz gucken. Na gut, der andere hat erst 12 Kills. Hier haben wir jetzt 16. Aber auf jeden Fall schon deutlich mehr als die Hälfte. Das passt. Jetzt haben wir hier 18. Der andere ist bei 15. Jetzt sind wir hier fertig. Ich tank jetzt einfach mal ein paar an. Und dann müsste das eigentlich auch schon reichen. 17, 18, 19. Oh, ich glaube, das war gar nicht zu viel, oder? 20? Ne, hat genau gepasst. Passt. Gut, dann müssen wir auch schon zum Blade-Meister zurück. Ich habe jetzt leider keine Return Town Scrolls mehr, was ein bisschen ärgerlich ist, weil der Char halt leider sich nie den Battle Pass abgeholt hat. Aber ich habe noch hier 12 Blinkwing auf Madrigal. Und der andere hat 7. Naja, das muss ja für die Jobquest eigentlich reichen, wenn man sie nicht zu sehr verschwendet. Return Town Scroll ist halt richtig geil, weil man oft ja auch wirklich an die gleiche Stelle zurück muss. Aber Blinkwing auf Madrigal tut auch seinen Job. Auf jeden Fall. Einzig nervig ist natürlich, dass sie jetzt nicht genau das gleiche machen müssen. Wobei doch, als nächstes müssen wir gleich nach Flaris, ne? Aber ja, jetzt kommen dann die Sachen, wo sie nicht mehr identische Aufgaben haben. Der eine muss dann Prankster töten, der andere Wheelam oder whatever. Ja, das ist immer so. Ah ne, wobei die Monster müssen wir als nächstes töten, meine ich.
Earring of Heren. Der liegt bei den Hoppern am Gate. Und was muss der... Muss der Knight? Ne, da muss nicht die Unterhose. Die Unterhose muss der Psy holen, ne? Was muss der Knight holen? Oh, ich kann die Quest nicht abschließen. Nicht genug Platz im Inventar. Upsi. Damn, welches Item braucht der Knight? Oh, bin ich mir gerade nicht sicher. Was braucht der Knight? Er braucht den Golden Helmet. Ah, okay, er muss Kids da besiegen. So war das. Ja, dann würde ich fast sagen, machen wir das zuerst. Dann schauen wir mal. Reichen die Buffs? Ja, die sollten eigentlich reichen. Ja, der Typ ist schwach. Ich trage halt hier noch das Vagrantenzeug, sogar noch das Sehngebundene von Level 1. Und ein Leaf Sword mit, was ist das hier? Hä, wo zum Teufel hat er das Zeug her? Was zum Teufel? Okay, keine Ahnung, wer ihm diesen Schmuck gegeben hat. Das war nicht ich. I swear, das war ich nicht. Keine Ahnung, wo der den Schmuck her hat. Hat gepasst. Den Helmet haben wir aber nicht bekommen. Den müssen wir noch zu... Ah, der liegt da, genau, sowas. Verdammt, hätte ich vorher nachschauen sollen. Ja, alles weiß man auch nicht auswendig. Night Job Quest. Naja, das letzte Mal habe ich sie gemacht. Wo? Auf dem FEC. Vor einem Jahr. Naja, vor 11 Monaten, I guess. Ja, das sind so die kleinen Sachen, die man da wieder vergisst. Nightvisor, da wird sich eigentlich auch fast ein Blinking of Madrigal anbieten. Na, hier wird sich eigentlich mehr wieder die Return Town Square anbieten. Erst Blinking of Madrigal und dann Return Town. Aber wie gesagt, das sind jetzt Lappalien. Und beim Ring, ich meine, er hat ein bisschen mehr. Es ist natürlich auch so dreckig, dass es natürlich genau da den Teleportpunkt gibt. Kann man das eigentlich auch direkt machen. Ich meine, er hat 5 Blinking of Madrigal mehr, weil er bei den Dailies mehr Glück gehabt hat anscheinend. Von dem her, na gut, es ist nicht direkt beim Ring. Laufen geht schneller als Fliegen tatsächlich. Ja, wenn ihr euch fragt, warum ich diese Trash-Boards habe, ich bin zu geizig, mir die Ignite-Boards zu holen, weil es für mich auch keinen großen Unterschied macht, ob das Ignite-Board oder das Arrow-Board ist. Und ich hoffe die ganze Zeit darauf, dass ich eine Bloody Cloud bei Red Meteor droppe, weil ich habe schon eine gedroppt. Aber ich habe halt nur eine gedroppt. Ich brauche halt 2. Aber wenn einer von beiden ein schnelles Fluggerät hat und der andere nicht, bringt mir das ja auch nichts. Will es aber auch für die beiden kein großes Geld ausgeben. Das ist ähnlich wie mit dem Crit-Rate-Pad. Das ist ja wirklich nur so ein ganz, ganz, ganz kleines Side-Project hier. Und hoffe jetzt die ganze Zeit drauf, dass ich eine zweite Bloody Cloud droppe. Die ist auch eigentlich nicht so selten. Ich mache jeden Tag 3-mal Red Meteor. Ich droppe keine. Ich habe seit Wochen nichts mehr gedroppt bei Red Meteor. Also nichts von Bedeutung zumindest. Das ist ziemlich frustrierend, um ehrlich zu sein. Äußerst frustrierend. Aber, naja, vielleicht kommt sie noch. So, Blade Visor. Unsere nächste Aufgabe ist Arta. Das ist der Typ beim, ist es das mal Observatorium? Ich glaube schon. Gut, da lohnt sich jetzt natürlich keinen Blinkring auf Madrigal. Town Blinkring brauchen wir da. Und der Knight, was muss der machen? Das ist natürlich dieser hässliche Bang, der mich hier abnervt. Der Knight muss Kurmin. Der steht bei der Ebene von Babel. Das ist natürlich wieder ein bescheuerter Punkt. Blinkwing of Madrigal für Ebene von Babel. Ja, Blinkwing of Madrigal muss man sagen und Return Town Square ist schon nice. Vor allem, dass man es durch die Dailies bekommt. Allerdings, wenn man zu verschwenderisch damit umgeht, ist es auch ganz schnell wieder weg, das Zeug. Ich merke das gerade, ich benutze alle paar Tage auf meinen Main-Charaktern für Dungeons, um das auch ein bisschen zu beschleunigen, den Prozess. Dass ich nicht zu einem immer hinfliege, zu Kriton, also zu Hernes Dungeon und Volcano Dungeon. Das sind ja die beiden Dungeons, die so ein bisschen ab vom Schuss liegen, leider, wo jetzt nicht wirklich ein Spawnpunkt daneben ist, außer man benutzt eben Return Town Scroll oder Blinkwing of Madrigal. Ja, und da merke ich schon, wenn ich das wirklich jeden Tag machen würde, gehen die schnell runter. Also ich habe auf ein paar Charts über 200 Blinkwing of Madrigal gesammelt. Allerdings, den muss man bei Blade töten. Ich dachte, das war Jester. Oh, okay. Hier lohnt es sich auch wieder.
Das ist, by the way, nochmal eine gute, ich meine, das wird wahrscheinlich schon zu spät, weil das Video wahrscheinlich erst nach ein paar Tagen, wo der FEC schon längst gestartet ist, kommt. Aber das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie geistesgestört es beim FEC ist. Sowas hast du nicht als Anfänger, Free-to-Play. Ein Cacher kann sich das für 10 F-Coin, da kostet jeder Teleport 10 F-Coin. Egal ob Return Town oder Blinkwing of Madrigal. Return Town hat halt, sag ich mal, mehr Value, wobei die kleine Return Town kostet 10, die große mit den weiteren Spawnpunkten, glaube ich. Oder ist die mit den mehreren Spawnpunkten? Ich glaube schon, auf jeden Fall 10 bis 20 kostet die. Hast du dann im Endeffekt 2 Teleports, einmal hin, einmal zurück. Und Blinkwing of Madrigal ist halt das One-Way-Ticket. Oh, den können wir mitnehmen. Ach, verdammt, ich habe keine Preis-Skills, Leute. Mist. Uff. Damn. Okay. Damage ist gar nicht mal so geil. Aber ja, da sieht man den extremen Vorteil, wenn du alles mit Blinkwing of Madrigal machst. Und ich mache jetzt ja sowieso schon langsam, weil ich jetzt 2 nebenbei mache. Wenn ich jetzt nur einen Char hätte, wären wir schon längst fertig mit der Jobquest. Wenn ich das schnell mit einem Char gerusht hätte, wären wir fertig. Na gut, abgesehen natürlich, klar, wenn jetzt bei Bene Guardian, wenn man sich da hätte anstellen müssen, weil beim FEC-Server statt so viel los ist, dann natürlich nicht. Aber so mit den kleinen Zeug bist du so schnell durch, Blinkwing of Madrigal. Und jemand, der sich nicht teleportieren kann, jemand, der das nicht hat, was auf die meisten Leute zutreffen dürfte beim Serverstart, wenn sie Free-to-Play sind, das ist so geistesgestört, wie viel Zeit du da sparst. Also das ist... Also auch nicht nur bei der Jobquest, wenn du das immer machst. Also zum Beispiel, du wechselst von Flaris nach St. Morning. Sagen wir mal, du bist im Flaris Mars Dungeon und wechselst dann nach St. Morning zu Giggleboxen. Also von Moot and Bang, die sind ja so 25, 26 im Mars Dungeon, wechselst du zu Gigglebox. Bist im Mars Dungeon und blinkst dich einfach direkt zu den Giggleboxen. Spawnpunkt ist hier. Bist direkt da und kannst weiter grinden. Das ist so geistesgestört. Also das ist wirklich... Damit kann man sich wirklich Stunden erspielen, theoretisch. So, Blade Priester ist bei den Shuhammer, genau. Da können wir uns auch direkt hin teleportieren, oder? Nee? Damn, ich dachte mal, hier wäre irgendwo einer. Ist der Raum des Wächters am nächsten dran? Raum des Wächters ist immer ein bisschen kritisch, weil da manchmal steht einfach der Giant in dem Raum. Oder Agros sind da auch manchmal. Hoffen wir mal, dass nichts passiert. Hoffen wir mal, dass nichts passiert. Eieieiei. Oh, ich sag's doch. Wobei es sein könnte, dass der Spawnpunkt... Soll ich es ausprobieren? Nee, Spawnpunkt ist keine Safe Zone. Der Raum hier generell ist keine Safe Zone. Doch, ist einer. Na, Moment. Aber der Spawnpunkt ist keine Safe Zone. Hier ist keine Safe Zone. Und hier lungert auch manchmal der Giant rum. Hier direkt vor dem Bene Guardian Raum. Hier lungert manchmal der Giant rum. Also das ist tatsächlich gar nicht mal so geil. Vor allem ausgerechnet der Spawnpunkt, weil Raum des Wächters. Ja, wer wird diesen Spawnpunkt wohl benutzen? Ja, wahrscheinlich jemand, der gerade Level 60 erreicht hat. Das ist schon etwas suboptimal gewählt. Eigentlich sollten alle Spawnpunkte so eine Mini-Safe-Zone sein. Also wirklich nur dieser Pixel vielleicht. Wobei es auch wieder nervig wäre, weil bei manchen Spawnpunkten würde es dann übelst nerven, wenn einer mit einer AOE reinrennt und alle Mobs hauen ab. Ja, dann wiederum... Ja, es sollte einfach so sein, dass man nach dem Teleport man irgendwie 5 Sekunden unverwundbar ist oder so. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Genau. Ja, jetzt machen wir einfach kurz den Blade fertig, dann muss ich nicht die ganze Zeit hin und her switchen, ist ja auch blöd. Weil es ja im Endeffekt zweimal das gleiche ist. So, wie viel Blinkwing auf Madrigal waren das jetzt? Wir hatten 12, jetzt haben wir 8 und eine Return Town habe ich noch benutzt, also quasi 5 Mal teleportiert haben wir uns. Und jetzt nochmal und theoretisch dann nochmal, also ja, so, ja, 100 F-Coin. Das ist gar nicht so teuer, ne, wenn man immer so in Casher-Terms denkt. Würde ich wahrscheinlich tatsächlich auch dann doch nur Blinkwing auf Madrigal holen. Return Town Stroll ist halt immer so ein bisschen, Also ist schon geil, weil du dann immer direkt vor dem NPC stehst, beim Blademeister zum Beispiel, wenn du die Quest annimmst. Portest dich zu den Drillern, dann, also mit der Return Town Stroll, portest dich zurück und bist direkt vor dem NPC. Du musst nicht zurück zu dem NPC laufen, auch wenn das dann natürlich nur 30 Sekunden sind oder so. Aber all diese Kleinigkeiten, das ist wie ein Schneeballeffekt. Wenn du das die ganze Zeit machst, von Level 1 bis 100, kannst du dir wirklich Stunden rausspielen. Also Safe-Stunden, allein die Job-Changes, also auch die 15er Job-Change, da muss man zwar nicht so viel machen. Also bei der 15er würde ich sagen, ist es nicht so heftig, aber bei der 60er alleine kannst du dir locker eine Viertelstunde wahrscheinlich rausholen, wenn nicht sogar mehr. Und wie gesagt, grundsätzlich geht das ja für alle Quests, wobei die meisten Leute questen natürlich am ersten Tag nicht wirklich viel.
Aber für alles, also auch für Inventarleerungen, für alles. Also das ist tatsächlich echt heftig. Massive Vorteile. Soll ich es ohne Heal probieren? Ich meine, das Equipment von dem Char ist ja eigentlich ziemlich gut. Ich habe den Vene Guardian schon so oft komplett ohne Equipment gemacht. Das sollte jetzt eigentlich wirklich kein Problem sein. Mein einziger Nachteil ist ja, dass es ein 30er-Set ist, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Komm, Oldschool-mäßig hier. Ich denke mal, er macht immer so 2K, oder? Mit Crit. Ja, easy peasy. Aber gut, der Char ist natürlich für das Level schon etwas over-equipped. FEC wird ein bisschen anders aussehen bei den meisten Leuten. Hoffentlich droppt er das Herz. Kann ja sein, dass es nicht droppt, leider. Steht die Möglichkeit. Hammer. Gut, dann bleibt er natürlich hier, aber der macht dann den gleichen. Der macht dann das gleiche nochmal und der Knight finisht dann einfach. Dann switchen wir jetzt kurz auf den Knight. Hier sind wir ungefähr bei der Hälfte. Haben noch 5 Blinkwing of Madrigal. Das müsste aber eigentlich reichen. Weil ich eins gerne übrig lassen würde. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Er muss die Willems töten. Ich wusste doch, dass man Willems töten muss. Ja, die 60er Job Changes, die sind tatsächlich so unterschiedlich, dass man es sich tatsächlich nicht wirklich auswendig merken kann. Also, wenn man immer die gleiche Klasse macht, ist natürlich easy. Aber wenn man alle Klassen macht, dann ist es tatsächlich schon so, dass man man muss die normalen Willems besiegen, verdammt. Das, was dann nicht mehr unbedingt so auf dem Schirm hat, leider. Und bei mir ist es immer so, eigentlich, es vergeht eigentlich immer ein Jahr, bevor ich die Job Changes nochmal mache. Tatsächlich. Einzige Ausnahme war mal, also diese beiden Chars jetzt. Und halt damals, 2022, als das Game released wurde, kennt ihr alle die Story wahrscheinlich so grob zumindest, dass ich nicht mit 8-Char-Taktik angefangen hatte, sondern die 8-Char-Taktik nach und nach kam. Und deswegen ja auch diese beiden Chars. Das ist ja der Grundstein, warum wir gerade hier sind. Das ist die grundlegende Substanzbasis, warum diese Chars hier überhaupt existieren. Und ja, von dem her macht man das echt nicht so häufig. Direkt zum Neidpriester, okay. Da gibt es auch keinen Teleportationspunkt direkt daneben. Der ist mitten in den Bergen, glaube ich, der Teleportationspunkt. Da sollte eigentlich nichts sein. Lasst mich nicht lügen. Das ist eigentlich mitten bei den Flugmonstern, oder? Müsste das sein. Ach so, das ist der Jester-Priester. Ah, ja. Na gut, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, genau. Ach ja, weil das ja auch dieser dämliche Schriftzug ist, der komplett fehl am Platz ist. Zieht euch das rein. Altar des Jester steht irgendwo da unten und eigentlich ist er hier oben. Einfach voll die misplaced Schrift auf der Karte. Beim Knight ist es auch nicht ganz korrekt, aber zumindest in der Nähe davon. Wobei es auch immer drauf ankommt, wie nah man ran und rauszoomt, aber ja. Genau. Da sind wir. Ja, mit Blinkwing of Madrigal ist das schon ziemlich entspannt. Etwas zu entspannt fast schon. Und damit haben wir es auch schon. Das ist so crazy, ey. Gut, was natürlich jetzt auch noch mit reinspielt, ist, ich bin die letzten Jahre Job-Changes auch nur noch gewohnt gewesen, mal 8. Also das Ganze gleich 8 Mal. Zeitgleich, Free-to-Play, ohne Blinkwing of Madrigal und so. Muss man auch dazu sagen. Ach Mist, jetzt könnte es tatsächlich sein, dass meine Buffs abgelaufen sind. Yes. Egal, probieren wir es. Moment. Wait, das haben die geändert. Das haben sie geändert. Das war beim letzten FEC noch nicht so. What? Also ich habe die Quest noch aktiv, ich habe sie nicht abgegeben. Wow. Lol, okay. Das ist tatsächlich interessant. Das wäre jetzt für 8 Char-Abuser auf dem FEC, wäre das jetzt tatsächlich gar nicht mal so geil. Was heißt wäre es? Ist es. Ich habe es bei den 8 Char-Abuse immer so gemacht, ein Char hat die Venus getötet und die anderen haben... Oder war es letztes Jahr auch schon so?
Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass letztes Jahr noch nicht so war. Vielleicht verwechselt sich gerade, weil ich meine, ich habe jetzt 2 Jahre in a row das gleiche gemacht, also zweimal das gleiche. Ja, ich meine nicht, ich glaube, letztes Jahr war das auch noch nicht so. Crazy. Ich meine, klar, wenn ich die Quest abgegeben hätte, wäre es logisch. Aber ich habe sie ja noch gar nicht abgegeben. Ich habe die Quest ja technisch gesehen noch aktiv. Interessant wäre es jetzt, was würde passieren, wenn ich jetzt das Herz wegschmeißen würde? Oder das war der Fehler, dass ich das Herz aufgehoben habe. Ja gut, es könnte sein, dass ich sonst immer mit dem Charts... Ja gut. Ja doch, das könnte sein. Ja, wie gesagt, wenn du es nur einmal im Jahr machst, dann vergisst man die Details auch wieder. Dass ich tatsächlich das doch immer so gemacht habe, dass ich das Herz entweder weggeschmissen habe, oder ich habe es gar nicht aufgehoben mit dem Char, der killt. Und immer nur mit den anderen. Und der Char, der killt, macht es als letztes quasi. Das wäre hier auf jeden Fall die Lektion, die man lernen sollte. Also der killt, soll es als letztes machen. Genau, HC geht nicht. Dafür GT. Hoppla, falscher Char, sorry. Na gut, ich hätte ihm doch das Equipment geben sollen. Ich dachte, ich mache mehr Schaden, aber ist nicht so schlimm. Ja, genau. Aber gut, so ein riesiger Unterschied ist das jetzt auch nicht. Ich meine, die meisten Leute machen ja eh nur 2 Chars. Assist muss ja sowieso nur den Cardinal töten, der steht da drüben in dem anderen Raum. Der hat nur halb so viel AP, macht auch weniger Schaden, glaube ich. Plus Moonbeam. Du musst einfach nur im Kreis laufen, bis er tot umfällt. Das ist sehr entspannt. Und die Leute, die 8 Chars machen, ja, die müssten es halt dann so machen, dass der Char, der tötet, obviously immer zuletzt das Ganze abschließt. Also, dass der mitkämpft, aber niemals killt, sondern immer nur, ja, wie schon gesagt, immer nur vorbereitet und dann als letztes abschließt. Das wäre hier die Lektion. So. Dann haben wir das erledigt. Dann müssen wir nur noch hochfliegen und dann sind wir Blade. Ja, Equipment ausprobieren. Was soll ich sagen? Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich weiß, ich bin fies. Aber, ja, was soll ich sagen? Gott, ist das ein hässliches Herz. No front. Ach ja, was auch lustig ist, ich habe vorhin, ich schwöre, ich habe vorhin so ein bisschen Nostalgie gehabt. Vor allem, als ich nicht gestreamt habe, was ja auch selten passiert, Live spielen und nicht streamen. Also die Prozente auf Level 60 hochgezogen habe noch. Und, ich musste irgendwie an Fist of Revenge denken. Gravity Knuckle heißt die NPC-Version. Versprecher. Und dann habe ich ihn echt gedroppt. Ich hatte ihn nicht. Ich habe ihn echt erst gedroppt. Könnt zurückspulen zum Anfang des Videos. Ich hatte ihn nicht. Ich habe ihn wirklich ganz am Ende noch gedroppt. Als eines der letzten Items. Ist crazy. Du bist jetzt blöd. Das heißt gratis Reset. Nicht als Item, aber funktionsmäßig. Und du bist jetzt Knight. Wow. Coole Sache. Ja, wir gehen natürlich wieder Full STR, habe ich ja schon gesagt, glaube ich. Beim Knight lasse ich es mal noch offen, aber der wird wahrscheinlich auch Full STR gehen, weil er AOE Knight wird, soll ja Schaden machen. Und genau, Inventarplätze haben wir ein paar bekommen. Sehen wir ein Inventar wieder aufräumen. Hier Hyperstick, ein bisschen von dem Low-Level Rare Loot aufgehoben. Wird ja immer wieder danach gefragt. Und, Skillpunkte, ach Mist, hätte ich jetzt drauf achten können, aber ja, hat er eh einen Reskill. Ich hatte ja auch am Anfang mit Skills gelevelt, habe einfach Reskill benutzt und dann wieder auf die Skills gegangen. Absolut chillig. Blade ist auch so eine Klasse, die hat so wenig Skills, das ist lächerlich. Ich meine, die Mercenary Skills hier oben sind sowieso irrelevant ab Level 60 eigentlich. Und ja, mit 176 kann man jetzt eigentlich nahezu alles maxen. Wenn wir die beiden hier nehmen und Berserk wäre das Einzige, was man als 1v1 eigentlich braucht. Empower Weapon braucht man theoretisch nicht Max. Also ich mache es zwar auch immer Max, weil es einfach egal ist. Und Berserker 65 braucht man hier... Ach, es geht noch gar nicht, lol. Das braucht man auf 4. Das heißt, es sind 12 Punkte plus 10. Also 10 mal 3 sind 30. Das heißt, 42 Punkte kostet Berserk. Alles andere irrelevant. Erstmal. Fürs Leveln. Und ja, das heißt, wir haben dann noch 54 Punkte plus die Punkte, die man bis 65 bekommt. Also ja, man könnte jetzt Sneaker wahrscheinlich noch maxen. Empower Weapon könnte man noch maxen. Wie gesagt, spielt eigentlich keine Rolle. Und jetzt braucht man hier Level 10. Was habe ich gesagt? 54, ne? Genau, das könnte man jetzt erstmal so machen. Aber wie gesagt, bis 65 kriegt man auch nochmal für jedes Level ab 4 oder 5 Punkte. Also ja.
Man hat mehr als genug Skillpunkte bei den meisten Klassen, weil man ja auch nicht alle Skills braucht und nicht verwendet. Aber gut, das war unsere kurze Level-Session für Level 60 plus Job Change. Damit hätten wir das erstmal für heute wieder abgehakt. Ja, danke euch vielmals fürs Zuschauen und weiterhin viel Spaß mit FEC und Flive Universe. Schaut im Stream vorbei, jeden Tag live auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da, würde mich freuen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.